Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und bin hier in Mellrichstadt bei den Spur 1 Tagen und habe jetzt hier von MBW ein Produktionsmuster der Baureihe 64, die voraussichtlich im März oder April ausgeliefert werden soll. Das Geräusch ist, glaube ich, noch nicht ganz endgültig. Das Modell wird in den Epochen 2 bis 4 gebaut und ist schon relativ schön, wirklich detailliert. Also an der Detaillierung wird sich natürlich nichts mehr ändern, aber es gibt hier auch einige Dome, die man öffnen kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Mit dem Finger, ja, doch, hier geht's. Haben wir hier die Revisionsöffnung. Dann der Sandkastendeckel geht auf. Da haben wir auch winzige Vorreiber, die beweglich sind. Aber das sparen wir uns jetzt, weil das schaffe ich mit einer Hand einfach nicht. Und hier geht auch nochmal die Klappe auf. Mal schauen, es ist schwierig mit einer Hand die Kamera und mit der anderen Hand heben. Ja. Jetzt. Dann gibt es hier noch die Wasserkastendeckel, die aufgehen, auf beiden Seiten. Dann natürlich die Rauchkammertür, die lässt sich auch öffnen, ist auch mit Vorreibern verschlossen. Was hier noch ganz interessant ist, hier unten ist ein Werkzeugkasten, auch der hat bewegliche winzige Vorreiber. Und da ist es jetzt auch die Schwierigkeit, dass man das wieder schließen kann. Na. Dann bleibt er halt offen bei der Fahrt, macht jetzt auch nichts. Dann zeige ich jetzt mal das Führerstandsdach, das ist abnehmbar mit Magnet gesichert. Dann kann man hier auch mal in den Führerstand reinschauen, der hier wahnsinnig detailliert ist, wie es bei der Spur 1 ja sowieso bei vielen Herstellern üblich ist. Die Beleuchtung ist auch schön hell und das Modell ist hier doch auch sehr aufwendig nachgebildet. Zeigen wir nochmal die Rückwand. Dann zeige ich hier das Dach nochmal. Das hat hier zwei Magnete am einen Ende und hier am anderen Ende einen Haken. Und das fädeln wir jetzt wieder ein und setzen es auf. Dann können wir jetzt das Geräusch einschalten und den Rauchentwickler. Dann kann man mit einer separaten Taste auch den Zylinderdampf aktivieren. Beim Serienmodell soll der Zylinderdampf dann auch beim Anfahren automatisch laufen. Das scheint jetzt hier bei dem Produktionsmuster noch nicht programmiert zu sein. Genauso wie das Geräusch wohl noch nicht das endgültige ist. Aber jetzt fahren wir trotzdem mal an. Es gibt auch eine Pfeife und eine Glocke. Dann ein Fahrtrichtungswechsel. Jetzt fahren wir nochmal Retour.
So, das war's mit der Baureihe 64 von MBW, die in insgesamt 15 Varianten der Epochen 2 bis 4 gebaut wird und voraussichtlich im März, April 2023 ausgeliefert werden soll. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf dem YouTube-Kanal. Servus, Ihr Peter Bernsteiner.